bei uns ist gut nie gut genug. Ich glaube, das sind genau die 10% oder die extra Meilen, die wir gehen, die schlussendlich auch verantwortlich sind für an den Ort, wo wir jetzt mit der Musik herkommen, bis nach Japan. Ganz Japan ist einfach, ja, es ist fantastisch. Ich glaube, jeder, der hier mal war, weiss, von was man meint. Sei es vom Essen, von der Kultur der Leute, von der Architektur. Es ist echt alles anders als bei uns. Und es ist extrem cool, da irgendwie mal ein paar Tage mit der Musik einzutauchen. Auf der anderen Seite ist es so ein gutes Gefühl zu sehen, dass eben unsere Musik hier ankommt. Ich war einfach überzeugt, die Musik hat irgendwie so etwas Spezielles an sich. Etwas so ein für Schweizer Verhältnisse Einzigartiges. Ja, der Alex ist glaube ich, wirklich so ein einer der Keyplayers. Gell? Er ist der uns das ermöglicht hat. Er ist in seinem Sabbatical auf Japan gegangen, hat das Presskit und CDs genommen von uns und ist einfach Radios verteilen, Promoters verteilen. Und ist eben dann zurückgekommen und gesagt, hey, wir wären ein blöd, wenn wir nicht auf Japan würden gehen, weil es wirklich gut ist angekommen. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir in der Band uns einig waren, dass wir wirklich den Schritt wagen, hier auf Japan zu kommen. Und er gesagt hat, hey Giel, übernimm das. Ich habe zwar keine Ahnung aus dem Musikbusiness, aber ich übernehme das. Es war für uns klar, dass das wird gut und professionell kommen. Und wenn man jetzt schaut, dass er in dieser Zeit hier alles für Meetings hat gemacht, wie viele Leute er getroffen hat und was die Treffen eigentlich alles ausgelöst haben. Wenn wir jetzt 2 riesige Radios in Tokio gehen, unsere Lieder vorspielen, vorzeigen, Interviews der besten Sendezeit bekommen, in 20 Minuten oder 30 Minuten lang, wo wir über unsere Musik reden konnten. Und das als Band, die aus dem Ausland kommt, das noch niemand kennt. Es ist beeindruckend, was er hier aufgestellt hat. Ein gutes Gefühl, so ein wertschätzendes Gefühl. Weil wir haben jahrelang sind wir in unserem Bandraum im 3. UG von Bern, haben Musik gemacht und kein Schwein hat sich für uns interessiert. Du brauchst dann echt 2, 3 Leute, die einfach an dich glauben. Und bei uns sind das die 2, 3 Leute sicher die Gornleute vom Gurtenfestival, die uns auf den Gurten geholt hat. Das hat dann in der Schweiz so alles losgelöst. Sicher auch SRF mit dem Swiss Music Award, der uns auch wieder zu vielen Bookings geführt hat und uns reifer und besser gemacht hat. Und jetzt sicher auch der Alex mit Japan, der uns irgendwie in einen anderen Kontinent gebracht hat und gezeigt hat, dass wir auch hier etwas aufbauen können und es hier funktioniert. Also auf Joko hat da niemand gewartet. Aber ich glaube, alle Leute, die sie gehört haben, das siehst du an den Gesichtern, die Muecken gehen einfach hoch, die haben Freude. Und diese Beobachtung, ich glaube schon das gibt dir mehr zurück, als wenn du irgendwie mit Franken etwas machen kannst. Einer alleine kann nichts. Eine Band ist wie ein Team und wenn du ein Team oder eine Organisation aufstellen willst, die erfolgreich ist, dann musst du deine Leute suchen. Und es dürfen ruhig ganz unterschiedliche Leute sein. Aber das Wichtige ist, man hat das gleiche Ziel, das man verfolgt. Dort sind sich alle einig. Gestern ist wieder einer 3 Stunden hergefahren, für das Konzert von uns zu hören, das uns noch auf YouTube gehört hat. Wenn man dann solches hört, das setzt schon ein bisschen einen Druck auf oder eine Erwartungshaltung an uns selber, dass wir diesen Leuten irgendwie etwas zurückgeben wollen. Wenn wir dann das Gefühl haben, wir haben es
wir haben nicht das geliefert, was wir können. Dann ist bei uns immer die Enttäuschung relativ gross. Ein schönerer Kompliment kann glaube ich nicht kommen, als dass er nach dem 4. Konzert gesagt hat, er müsse immer rennen, wenn es mal von Tränen laufen. Von jedem Mal zu jedem Mal kommt das noch viel stärker. Das ist, also ich glaube, ein schöneres Lob kannst du für deine Musik gar nicht haben, weil du merkst, es berührt den Menschen wirklich. Und dann bist du eben genau wieder auf dem Punkt, wo jemand so etwas einfach macht, aus seinem Herzblut, aus seinem Purpose raus. Das ist genau dann, kannst du erfolgreich werden. Nur jetzt einfach, weil jetzt heute irgendwie der Sony-Mensch kommt, der einfach das Dollarzeichen sieht, das ist nicht der Garant für Erfolg. Diesen Teil musst du selber beisteuern. Aber ich sage, das sind Erlebnisse, die kann dir niemand nehmen. Irgendwann, ich glaube, wenn du durchziehst und wenn du immer Vollgas gibst, glaube irgendwann, wenn die richtigen Leute an dich glauben, dann kannst du den nächsten Schritt nehmen. Das, glaube ich, das haben wir jetzt dürfen nehmen. Was so speziell ist, ich meine, wir kennen halt in der Schweiz, es gibt so Catering im Backstage. Da ist so Englisch, also du kommst nichts über. Weder ein Nüssli, noch Earplugs, noch ein Bier. Du blechst. Du zahlst ja auch dafür, dass du spielen darfst. Das ist noch spannend. Ist jetzt für uns reiche Europäer nicht unbedingt ein Thema, wo man sich Gedanken machen muss. Wir können schnell irgendwo etwas holen. Aber ich glaube, das ist genau auch das, ist das, was ich festgestellt habe. Wir spielen 4 Bands und die sind zum Teil sehr jung. 13, 14. Und die spielen ihre Instrumente besser als wir. Also weißt, ich glaube, so wie, da heisst es einfach, wenn du etwas machst, dann machst du es richtig und sonst lässt du es sein, weil es wahrscheinlich du musst entscheiden. Wir müssen uns nie entscheiden. Wir haben immer Plan B und C offen. Und ich glaube, das ist da, wo jetzt gerade im Thema Musik ist es schon, es zeichnet einfach Qualität. Also du merkst die Qualität von diesen Musikern. Das ist sehr eindrücklich. Hat mir gestern sehr gefallen. Ja, das Publikum in Japan ist extrem respektvoll, ein bisschen wie erwartet. Da siehst du kein Handy, das auf dich leuchtet, sondern du hast das Gefühl, die Leute die hören einfach von A bis Z zu. Weißt, vom ersten Ton, den du spielst, bis zum letzten, sind sie einfach am Zuhören. Und am Anfang hat es ein bisschen irritiert, weil es ist so kein Tanzen oder keine Bewegungen zurückgekommen. Dann haben wir sich das Gefühl gehabt, ja, vielleicht kommt auch unsere Musik da nicht wirklich an. Und immer nach der Show siehst du einen Merchandise-Verkauf, dass den Leuten, glaube ich, extrem gefällt. Und dass es halt auch andere Musik ist. Das siehst du mit den Vorbands. Wir machen andere Musik als unsere Vorbands hier. Aber ich glaube, darum sind sie vielleicht so aufmerksam, weil sie es einfach in sich aufsaugen und einfach wirklich richtig zulassen. Und das ist irgendwie eben ein gutes Gefühl, das zeigt, dass Musik keine Grenzen hat. Dass du als Schweizer Band, wenn du Englisch singst, in Japan kannst spielen und die Leute Freude haben. Es ist nicht klein. Das ist nicht. Aber es kommt einem nicht gross vor. Das ist, also gut, jetzt logischerweise schon, wenn man von da oben runter schaut. Aber das hat mich am meisten erstaunt, dass die Stadt so völlig entstresst ist. Du kannst überall herlaufen oder an jeden Punkt hergehen, wo du willst. Du hast nie das Gefühl, Klammern auf, weil Touristen sind, dass sie irgendwie Stress haben. Und es ist auch nur so. Und es hat nie den Kübel. Das ist crazy. Rauf auf der Straße. Das dürfen nur die Uhren Touristen. Das kostet 20 Franken, wenn es uns jetzt willst. Das sollte man nicht provozieren, eigentlich. Ich glaube, es ist wie so ein Ritual in dem Sinn. Alle Bands, die am Abend spielen, die treffen sich. Und es werden alle vorgestellt, auch alle, die am Abend arbeiten.
Damit man, glaube auch bei so vielen Leuten den Überblick nicht verliert. Es wird wie jedem schnell der Titel genannt, dass man weiss, er macht das Licht, er ist der Chef vom Laden, er spielt Gitarre in dieser Band. Ich glaube erstens da, es hat glaube ich, so etwas zu tun mit Respekt auch. Sicher aber auch das Miteinander, dass wir da oben miteinander starten zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn alle Soundchecks durch sind. Und jetzt wird jetzt zum Beispiel auch geheißen, dass nach anderen Shows dass man noch Campagne macht, das ist Prost. Jetzt machen wir eine Kampagne. Oder Sake oder Prosecco. Ja, ganz Staff und Bandmitglieder das sind so viele Eindrücke, neue Sachen, die auf sie geprasselt sind. Es ist halt einfach so anders. Und das musst du irgendwie verarbeiten, das kannst du nicht so schnell verarbeiten. Aber ich bin überzeugt, und das habe ich im Vorfeld, haben wir uns etwa 3 Mal getroffen mit der Band zusammen, wo wir gewisse Sachen angeschaut haben. Ich habe es dort immer gesagt, ich bin überzeugt, es wird für die Band wird extrem viel lernen hier unter sich, so in der ganzen Gruppendynamik. Und werden so viele Impressionen, Einflüsse, Sachen mitnehmen, die sie vielleicht im ersten Moment noch nicht wahrnehmen, aber es wird, glaube ich, auch Einfluss haben auf, vielleicht auf das nächste Album. Ja, es sind wirklich 1,5 Jahre. 1,5 Jahre seit dem Album-Release von To The Fighters, To The Boxers. Für mich persönlich sehr mit Höchst und Tiefs verbunden war. Wir hatten extrem gute Shows gehabt. Also Clubshows, aber auch Festivals, wo wir wirklich an neuen Orten waren, die uns weitergebracht haben. Gleichzeitig hat es auch eine Phase gegeben für mich, wo ich das Gefühl hatte, ja, wie lange mache ich das noch?